Hier in Jena gründet sich in der Zeit der napoleonischen Herrschaft über Deutschland die erste Burschenschaft, die ersten Studenten kommen zusammen, um dann in den Befreiungskriegen eine wesentliche Rolle im Kampf gegen Napoleon zu spielen. Diese Studentenbewegungen im Anfang des 19. Jahrhunderts, die haben ja nicht nur die Befreiung von Napoleon verlangt, sondern die haben auch eine liberale Verfassungsordnung verlangt. Die haben die deutsche Einigung unter liberalen Vorzeichen verlangt. Die haben Rechte verlangt. Die haben die Teilhabe der Menschen an Wahlen zum Parlament verlangt. Gut, sie haben überhaupt verlangt, dass es ein Parlament gibt. Damals hatte kein einziger deutscher Staat eine geschriebene Verfassung. Das sind alles erste Schritte, die waren natürlich keine Demokraten im Sinne des 21. Jahrhunderts. Frauen hatten kein Wahlrecht in den Entwürfen, die damals kursierten. Aber es sind erste Schritte und ohne diese ersten Schritte wären die späteren Schritte dann nicht möglich gewesen. Insofern ist auch das, selbst wenn es heutigen demokratischen Ansprüchen in keiner Weise genügt, eine wichtige Wegmarke auf dem Weg hin zu einer Demokratie, der eben immer lang und beschwerlich ist. Die Demokratie wird begründet ein paar Kilometer von hier in Weimar 1919. Da haben wir dann die erste deutsche Republik und erste deutsche Demokratie. Und Präsident dieser Republik wird Friedrich Ebert, der hier in Jena 1913 zum Vorsitzenden der SPD gewählt wird und der dann 6 Jahre später der erste demokratische Staatspräsident ist in Deutschland. Wie jeder weiß, scheitert diese Demokratie, beziehungsweise sie wird zerstört von ihren Feinden. Und dann nach 1945 kommt es zumindest im Westen Deutschlands zur Gründung der Bundesrepublik und 1990 mit der Vereinigung ist dann auch in der ehemaligen DDR die Demokratie angekommen. Das ist eine lange Entwicklungslinie und Deutschland hat sich damit auch schwerer getan als viele andere Länder. Aber letzten Endes haben wir eine stabile Demokratie inzwischen. Das Wesen einer Demokratie ist natürlich zunächst einmal die Herrschaft des Volkes, also dass jede Stimme zählt, one person, one vote, ein Mensch, eine Stimme und dass die Mehrheit sich durchsetzt. Aber das ist nicht alles, denn was die Mehrheit will, ist nicht immer gut für die Minderheit. Das heißt, für eine funktionierende Demokratie kommt noch ein zweites Element ganz wesentlich hinzu, nämlich dass es Minderheitenschutz geben muss. Dieser Minderheitenschutz, der Grenzen für die Mehrheit aufzeigt, der wird in der Regel in der Verfassung, in den Grundrechten niedergelegt, so ja auch bei uns im Grundgesetz. Und da muss es natürlich auch eine Institution geben, die diesen Minderheitenschutz umsetzt gegen die Mehrheit. Das ist dann in den meisten Ländern ein oberstes Gericht, so wie bei uns das Bundesverfassungsgericht. Also, um es zusammenzufassen, Mehrheitsherrschaft bei gleichzeitigem Minderheitenschutz über die Grundrechte. Das ist das Wesen der Demokratie. Das ist das Wesen jeder Demokratie. Ja, man muss sagen, es gibt heute mehr demokratieskeptische Menschen in Deutschland, als das vielleicht vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Aber wirklich in Gefahr, glaube ich, ist die Demokratie nicht. Das heißt nicht, dass man nicht wachsam sein muss. Kant hat mal gesagt zum ewigen Frieden, der Friede muss gestiftet werden. Er ist nicht natürlich, er fällt nicht von den Bäumen. Das Gleiche kann man auch über die Demokratie sagen. Sie muss gestiftet werden, sie muss gestärkt werden durch die Menschen, die Demokraten sind und die an die Demokratie glauben. Und die Feinde der Demokratie, die in der Weimarer Republik einen erheblichen Prozentteil der Bevölkerung ausmachten, die sind heute längst nicht in dieser Größenordnung anzutreffen. Und es kommt noch ein weiteres Element ganz entscheidend hinzu. In Weimar waren nämlich auch große Teile der Elite demokratieskeptisch. Die kamen noch aus dem Kaiserreich, die hatten die Werte des Kaiserreiches und die wollten keine Demokratie, beginnend mit dem zweiten Reichspräsidenten von Hindenburg, der ein Feind der Demokratie war, schlicht und einfach. Und das hat man heute nicht. Die Eliten
Und zwar egal, ob wir jetzt von Politik oder Wirtschaft oder Militär oder Wissenschaft oder Kultur reden, die Eliten in Deutschland sind zu einem ganz überwiegenden Teil solide demokratisch eingestellt. Nicht alle natürlich, aber zu einem ganz überwiegenden Teil. Und das macht die zweite deutsche Demokratie doch sehr stabil. Winston Churchill hat mal berühmterweise gesagt, die Demokratie sei die schlechteste Staatsform mit Ausnahme aller anderen. Und ich kann nur empfehlen, man gucke sich mal die Alternativen zur Demokratie an. Es gibt ja genügend Beispiele auf der Welt, auch heute immer noch, bedauerlicherweise. Man gucke mal nach Nordkorea oder nach China oder nach Russland unter Putin. Demokratie, wie gesagt, schützt den Einzelnen, Minderheitenschutz. Das heißt, man muss nicht befürchten, wenn es morgens um 5 Uhr an die Tür klopft, dass draußen die Geheimpolizei steht und einen festnehmen will für irgendeine Meinung, die man irgendwo geäußert hat. Das ist der zentrale Unterschied. Zur Demokratie gehört auch der Rechtsstaat dazu. Das ist eben der Schutz der Minderheiten. Und dieser Rechtsstaat ist das Erste, was in einer Nicht-Demokratie verschwindet. Wobei es natürlich nicht darauf ankommt, ob man eine Republik oder eine demokratische Monarchie ist. Auch mit Königen an der Spitze kann man eine Demokratie haben, wie viele europäische Länder zeigen. Aber mit einem starken, allein regierenden Diktator, da sind dann die Rechte aller anderen unsicher. Und die werden eben nur in einer rechtsstaatlichen, liberaldemokratischen Verfassungsordnung gewährleistet. Das ist etwas, was ein bisschen dröge und ein bisschen langweilig klingen kann. Und den Unterschied sieht man dann, wenn man sie nicht mehr hat. Und dann ist es zu spät.